Der Caravan-Salon 2020 und ein Volumenmodell in Bestausstattung. Ja, wo Stefan sagt, der Pressesprecher von Knaus, hier kann man 20.000 Euro sparen. Ja, da steht der SkyTI Platinum Selection. Hier ist er als Ausführung 650 MF. Ich grüße dich, Stefan. Servus Sven. Ich muss dich leider schon gleich am Anfang korrigieren. Das sind sogar 26.000 Euro, die man bei diesem Modell sparen kann. Woran liegt's? Die Platinum Selection ist ein Sondermodell, das mehr als komplett ausgestattet ist. Und der Preisvorteil gegenüber diesen sogenannten Einzeloptionen ist im besten Fall 26.000 Euro. Was kann dieses Fahrzeug? Das ist ein teilintegrierter in der Längengrößeordnung unter 7 Meter. MF steht für eine Mittelsitzgruppe und F für französisches Bett im Heck. Das heißt, wir haben auf der rechten Seite in Fahrtrichtung ein französisches Bett und daneben auf der linken Seite das geräumige Badezimmer. Das ist ein sogenannter teilintegrierter, sehr populäres Modell und gerade als Platinum Selection sehr begehrt, weil eben die komplette Ausstattung das Fahrzeug für die Kunden so interessant macht. Voll, kann man das sagen? Vollfettstufe. Das ist so, ja. Was mir direkt mal auffällt ist, ihr habt Platinum auch so ein bisschen umgesetzt hier im Dekor, im Design. Das Ganze ist so matt in der Folie mit drin. Genau. Hier vorne habe ich so im Prinzip eine Carbon-Optik mit aufgebracht. Das sieht schon sehr wertig aus. Das ist genau auch das Design der Platinum Selection, die wir auch bei anderen Fahrzeugen anbieten. Und normalerweise ist ja bei Knaus die Farbe blau. Und dieses Blau, das zitieren wir hier in diesem dezenten Streifen. Aber die Platinum Selection arbeitet viel mit mattierten Silberfolien, mit Carbonoptik und verleiht dem Fahrzeug nochmal eine andere Wertigkeit. Ja, Knaus, der Wiederverkaufswert, der ist ja gestaffelt. Ihr habt verschiedene Marken im Portfolio, unter anderem die Marke Weinsberg. Die ist ein bisschen günstiger angeordnet, so ist es. Aber Knaus, das klingt schon gut bei vielen Deutschen, oder? Knaus ist gehobene Mittelklasse und Knaus gibt es seit 60 Jahren. Und ich würde mal behaupten, die beiden Schwalben, unser Logo, sind eins der bekanntesten Markenlogos in der Branche. Ja, wir gehen gleich mal rein, dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Voll bedeutet, da ist einiges drin. Wir können ja mal schauen, also was ist Sonderausstattung, die Leichtmetallfelgen, ein Lederlenkrad und jede Menge Sachen, die man erst merkt, wenn man sie nicht hat, nehme ich an, oder? Natürlich, also wir bieten natürlich eine große Varianz an und lassen den Kunden die Möglichkeit, sein Fahrzeug individuell zusammenzustellen. Und das setzt natürlich voraus, dass man auch einige Extras anbietet. Es gibt ja Kunden, die sagen, mir wäre das Lederlenkrad nicht so wichtig, dann muss es der andere auch nicht bezahlen. Deswegen ist das dann eine Option und das macht ja auch Spaß, so ein Fahrzeug zusammenzustellen. Wenn man dann so mal alle Optionen ausprobiert und überlegt, brauchen wir das, wollen wir das, ist das sinnvoll? Und dafür ist natürlich so eine Messe hier auch sehr, sehr gut, weil man hier die Optionen eben auch erleben kann. Da ist es, ja, es ist sehr gefragt. Ihr habt das Sicherheitskonzept optimiert, das heißt, alle Eingänge sind direkt an der Straße, sage ich es jetzt mal, dass ihr die Schlangen auch optimieren könnt. Wir gehen am besten mal kurz rein. Die Aufbautür fällt schon direkt auf, sehr, sehr wertig. Und das ist eine ganz, ganz besondere Aufbautür. Da bin ich auch sehr glücklich drüber, die mal zeigen zu dürfen, weil hier ist sozusagen alles verbaut, was wir können. Diese Aufbautür hat ein Fenster. Die Aufbautür ist beleuchtet, da gibt es eine Follow-Home-Schaltung. Das heißt, wenn ich die Fernbedienung vom Fahrzeug betätige, ist die Beleuchtung von der Aufbautür eingeschaltet. Dann haben wir hier oben 2 Haken. Dann haben wir hier die Verriegelung, ganz einfach, Knopf drücken, Tür ist verriegelt, einen soliden Griff. Der hat eine Zentralverriegelung, das heißt, Genau. Ich kann die mit der Fernbedienung kann ich die Aufbautür entriegeln und dann wird die Aufbautür beleuchtet. Dann haben wir hier nochmal 2 Haken, entweder kann man da Müllbeutel, wir haben aber auch extra eine eigene Tasche bei Knaus, im Knaus Design und jetzt kommt noch ein kleiner Gag, wenn es regnet, hier steckt der Regenschirm drin. Krass. Das könnte ja verwechselt werden als Aschenbecher. Nee, aber die Leute rauchen ja nicht mehr so stark. Das ist so. Nee, tolle Aufbautür. Eigenentwicklung? Eigenentwicklung, selber gemacht, gibt es in unterschiedlichen Breiten, mit und ohne Fenster und macht einfach Spaß, weil sie auch von den Materialien her sehr wertig gemacht ist. Wenn man mal anschaut, 2 Verriegelungen, also auch sicher, damit diese Tür auch bösen Buben widersteht. Ja, so ist es. Sehr schön gemacht. Ja, das Thema ist natürlich auch
ich sag mal, Wertigkeit und Farben, das sind die Farben, die im Moment sehr gefragt sind. Zum Beispiel jetzt hier außen bei der Aufbautür, das sind so Cremefarben, die überwiegen im Moment noch, oder? Ja, also in dem Bereich Interieur ist das Hellgrau und das Cremefarben ist schon recht dominant, das muss man so sagen. Übrigens, wenn Sie glauben, das ist ganz fürchterlich, ja, ich habe selbst ein cremefarbenes Fahrzeug und ich habe mich sofort dran gewöhnt, muss ich sagen. Das ist am Anfang so, sagt man, ach, das kann man ja neu beziehen, dann ist man drin, dann findet man das sehr angenehm. Das muss man nicht machen. Aber es passt irgendwie dann zusammen, denn ich sag mal, es beruhigt unglaublich. Wenn ich jetzt so harte Farben hätte, rot oder starke Kontraste, das hier sind so Erdfarben quasi so angedeutet, sehr, sehr wohlig. Ja, es geht ja natürlich um ein schönes Ambiente, um ein Wohlfühlerlebnis und wir haben sehr erfahrene Designer, die sich da international immer informieren, was sind die Trends, was sind die Materialien, die verwendet werden. Und insofern ist das immer auch ein Ergebnis eines langen Designprozesses. Ja, hier sieht man das französische Bett. Das bedeutet, ich habe auf der linken Seite das Bett, habe die Heckgarage etwas verkleinert und Dafür habe dann ein großes ein Bad. vollwertiges Badezimmer mit Banktoilette, einem Waschbecken. So, ich zeige das mal gerade. Hier ist das Waschbecken mit drin, mit einem echt riesigen Spiegel. Ja, genau. Und hier wäre jetzt auch noch eine Dusche möglich, wenn man das haben möchte. Und auch hier haben wir wieder, wohin mit den nassen Klamotten nach dem Strandspaziergang. Kleiderhaken, nochmal ein Bügel, eine Haltestange, um hier die Sachen aufzuhängen. Natürlich das Ganze mit großer Dachluke, damit die Feuchtigkeit auch rauskommt beim Duschen. Und das ist ein vollwertiges Badezimmer. Also manches Hotelzimmer wäre froh, wenn es so ein Badezimmer hätte. Übrigens, liebe Zuschauer, wenn Sie sich wundern, dass da jetzt ein Teppich liegt, der liegt da natürlich nicht, der ist nur zu einem Messeeinsatz, denn wenn die Leute hier mit Schuhen reingehen, ja, ihr verkauft die Fahrzeuge ja anschließend als Messefahrzeuge, Genau. muss man dazu sagen. Und ja, da kann man vielleicht noch ein Schnäppchen machen. Ja, da sieht man auch wieder mal so die Integration vom Waschbecken, das ist recht gelungen. Und hier die Multifunktionseinheit, hier wird praktisch aus der Hand oder aus dem Wasserhahn wird dann die Brause. Genau, und in dem Fall, wenn ich hier duschen möchte, haben wir auch wieder einen kleinen Gimmick eingebaut. Auch diesen Teil kann ich abschwenken. Ja. Ja, und dann gibt es hier eine Falltür, die hält magnetisch. Und jetzt schließe ich noch die Tür und habe eine richtige Nasszelle. Das heißt, mein Waschbecken wird nicht nass, meine Toilettenschüssel wird nicht nass, sondern nur der Duschbereich. Und das hält während der Fahrt. Das hält während der Fahrt. Ja, krass. Das heißt, das ist magnetisch. Das habe ich in ein paar Sekunden habe ich eine richtige Dusche. Genau. Geht der Trend dahin, dass man das so multifunktionell macht, dass man es einfach wegschwenkt? Weil man braucht es ja vielleicht nur 10 Minuten am Tag. Genau, also es geht ja jetzt darum, jetzt brauche ich den Platz, um mir die Zähne zu putzen und danach will ich duschen und dann funktional nutze ich das Bad eben anders. Und wenn ich das dann modular sozusagen habe und verändern kann, ist es ja sehr, sehr praktisch. Sehr schön. Ja, hier sieht man das. Auch hier habe ich natürlich eine Bettbreite. Ich zeige das mal gerade. Man kann sich ja dafür entscheiden. Das ist ja so, wenn zwei sich sehr lieb haben, die Breite ungefähr 1,20 Meter. Was hat das? Nee, das ist breiter. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, das sind 1,50 Meter. Ja. Aber kann natürlich auch 2 Einzelbetten da hinten haben. Das ist geht dann auch. immer eine Da Frage gibt's einen des anderen- Grundrisses. Wir haben ja über 220 Grundrisse bei Knaus Tabbert im Unternehmen. Und da gibt es für jeden den passenden Grundriss. Ja, gibt einen großen Kleiderschrank, das ist ganz wichtig. Hängende Schränke. Auch das ist natürlich bei der Version mit dem französischen Bett richtig komfortabel. Und hier unten habe ich dann nochmal richtig viel Platz drin. Und direkt daneben die Küche. Genau, hier haben wir eine vollwertige Küche mit reichlich Ablagen, die sogar auch beleuchtet sind, wenn man sich das hier mal anschaut. Das ist sehr schön gemacht. Da haben wir einen 3-Flammen-Kocher. Wir haben in der Regel immer auch eine Piezo-Funktion, das heißt, hier braucht man kein Feuerzeug oder Streichhölzer, sondern das geht elektrisch. Und dann haben wir ein Spülbecken. Hier gibt es dann immer auch ein Brettchen, dass man das Spülbecken abdecken kann und hier noch mal ein bisschen schneiden kann. Reichlich Schubladen, reichlich Stauraum, Besteckkasten und auch da, wie zu Hause, die Schubladen ziehen sanft rein, sogenannter Soft Close, wie es so schön heißt. Hier gibt es auch nochmal Stauraum für die Konservendosen. Hier sind die Absperrhähne für das Gassystem, für die Heizung und für den Kocher. Und wenn es weiter nach vorne geht, hier ist voll versenkbar der Fernseher. Genau, bevor du das machst, wenn du es einfach mal kurz zurück machst, ja, ganz viele, Ja. Die bemängeln ja, dass die Küche zu wenig Abstellfläche hat. Und da habt ihr euch Gedanken gemacht, das heißt, da wo der Fernseher, ich sag mal so, gibt ganz viele, die wollen den Fernseher haben, Ja. aber
ich meine, die fahren ja ins Camping, um nicht dauernd Fernsehen zu gucken. Genau. Das heißt, der Fernseher wird mehr und mehr ein Nebenartikel. Viele Leute gucken auf dem Tablet und dann kann ich hier das komplett als Ablage für die Küche nutzen. Genau, hier ist Platz für die Kaffeemaschine, deswegen haben wir hier auch nochmal eine Steckdose. Hier ist auch Platz zum Ablegen oder mal einen Topf abstellen. Und wenn ich das hier nicht nutze und dann wirklich die Tagesschau gucken möchte, dann klappe ich das auf und der Fernseher, der LED-Fernseher kommt rausgefahren und ich kann komplett hier von der schönen Sitzbank aus Fernsehen. Prima. So, das ist drehbar vorne, die Sitze. Die sind jetzt im Moment nach vorne. Das ist kein Problem. Aber wenn man ja zu zweit ist, könnte man die Sitze ja auch einfach so lassen. Ja. Ist das hier ein Grundriss für 2 Personen hauptsächlich? Das ist ein Grundriss für 2 Personen, ja. Zur Not kann natürlich immer bei uns der Tisch, der ist ja hier zum Beispiel absenkbar, kann man immer auch nochmal ein Kind in der Sitzgruppe schlafen lassen. Das geht automatisch. Ne? Hier ist ja Platz, da gibt es dann auch noch ein Verbindungselement und dann ist das sogar noch fast ein kleines Doppelbett hier vorne. Ja, das heißt, ich setze mich mal kurz hier hin. Da ist das Fiat-Fahrerhaus, wie man das kennt, mit den Verdunklungen, die integriert sind. Die sind sehr, sehr einfach zu bedienen. Ja, und hier könnte dann in der Platinum Selection dann die nächste Kaffeepause stattfinden oder man trifft sich mal. Viele Menschen reisen ja auch. Das heißt, man nimmt das eigene Zimmer mit. Man belastet dann diejenigen, die man besucht, nicht. Die sagen zwar immer, kein Problem, ich habe hier ein Zimmer, aber vielleicht haben die kein extra Bad und so weiter. Man will ja nicht zur Last fallen. Man kann einfach mal vor der Tür stehen, zumindest mal für einen Tag. Oder man stellt sich dann aufs private Grundstück. So ist es. Machen viele. Das heißt, die reisen viel mehr. Seitdem die ein Reisemobil haben, man ist fast jedes Wochenende unterwegs oder die ganze Zeit. Ja, im Grunde genommen ist so ein bisschen der Appetit kommt beim Essen. Ja, wenn das Fahrzeug sozusagen abfahrbereit immer bereit steht, dann überlegen viele Leute eben auch spontane Touren. Ne? Freunde besuchen und man fällt ihnen eben nicht zur Last, sondern man hat seine eigene Wohnung dabei. Spontantouren in die Berge, an den See, zum Mountainbiken, in den Wald. Und das alles ist natürlich mit so einem Fahrzeug sehr, sehr gut möglich. Ja, was viele auch machen, sind Städtetouren. Das heißt also, die erleben Deutschland. Hast du das Gefühl während Corona, dass Deutschland neu erlebt wird? Absolut. Also man sieht die Campingplätze, aber auch Städte wie Magdeburg, wo war ich jetzt? In Gießen stand ich mal da. Also es muss nicht immer Italien sein. Absolut, also der Urlaub daheim hat enorm an Bedeutung gewonnen, klar auch natürlich im Moment. Und es ist ja auch, man muss ja auch konstatieren, Deutschland ist schön und es gibt sehr, sehr viele schöne Ecken, ob es nun der Bayerische Wald ist, ob es der Bodensee ist, Ostsee, Nordsee, Thüringen, viele, viele schöne Ecken, die es zu entdecken gibt und das kann man natürlich mit den Fahrzeugen sehr, sehr gut. Ja, Knaus auf dem Caravan Salon 2020 in der XXL-Version diesmal, denn es ist Corona-Zeit. Die Anzahl der Plätze sind auf 20.000 limitiert. Deswegen machen wir an heutigen Tag eine exklusive Berichterstattung fast nur für Knaus. Denn wir gehen von Halle zu Halle, machen alle. Und wenn das Ganze mal ein bisschen werblich klingt, ist es so, wir haben ja Ausstellungsfahrzeuge, ihr seid eine Freizeitindustrie. Es ist nicht so, dass man hier Probe fahren kann und so weiter. Ihr habt natürlich die Fahrzeuge bestens rausgeputzt und notfalls muss man zum Händler gehen und die selber ausprobieren. Da kann man auch Probe fahren. Sven, du musst mir schon nachsehen, dass ich so begeistert bin von unseren Fahrzeugen, aber ich lebe diese Fahrzeuge auch. Und ja, es gibt auch Probefahrtenmöglichkeiten draußen auf dem Freigelände. Das geht? Ja. Okay. Also wenn Sie nächstes Jahr kommen, vielleicht sind da die Bedingungen ein bisschen anders, das wird man dann sehen, aber es lohnt sich hierher zu kommen, man kann die Fahrzeuge kaufen und man kann Messevorteile, das wissen ganz, ganz viele nicht, dass man also auf der Messe bestellen kann. Also das ist wirklich so und die Händler stehen praktisch bereit und es gibt immer Schnäppchen. Ja, wir haben sogar spezielle Messeangebote, zum Beispiel in diesem Jahr eine Klimaanlage, eine Aufbauklimaanlage, die für die Hälfte des regulären Preises angeboten wird, für die Kunden, die sich hier entscheiden. Ja, vielen Dank, Stefan. Der Pressesprecher von Knaus Tabbert, ja, heute am Stand vom Knaus Sky TI Platinum Selection. Und hier steht Sonnenkaufen und bis zu 19, aber du hast eben gesagt, bis zu 26.000 sparen. So ist es, ja. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Danke dir. Tschüss.